Heute gibt es einen Rhabarber-Feldsalat. Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ja, die einen oder anderen werden sich jetzt denken, Moment, Rhabarber-Feldsalat, Rhabarber herzhaft zubereitet? Ja, das geht. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unseren herrlichen Rhabarber-Feldsalat benötigen wir 100 Gramm Feldsalat, dann eine halbe Rhabarberstange und eine Frühlingszwiebel. Und unser Dressing besteht aus einem halben Teelöffel voll Steinsalz, einem halben Teelöffel voll Chiliflocken, dann etwas frischer Zitronensaft, ungefähr ein Esslöffel voll Ahornsirup, ungefähr 50 Milliliter Olivenöl. Und damit wir unsere Mahlzeit wirklich in Ruhe einnehmen und nicht hinunterschlingen, sagt man im Ayurveda, eine Mahlzeit solle immer kaubar, lutschbar, trinkbar und essbar sein. Und deswegen gibt es heute über unserem Salat als Topping geröstete Pekannüsse. Für unsere Darmverträglichkeit ist es ganz besonders wichtig, gerade bei ayurvedischen Speisen, dass auch Salate warm zu uns genommen werden. Das bedeutet nicht, dass ich den Salat vor Verzehr nochmal in die Pfanne gebe. Es bedeutet lediglich, dass die Zutaten des Salats grundsätzlich Zimmertemperatur haben sollten. Den Feldsalat gebe ich jetzt schon mal in unsere Schüssel. Und dann bereite ich das Dressing vor. Dazu gebe ich alle Zutaten des Dressings in ein kleines Einmachglas oder in dem Fall ein großes Einmachglas. Auf den Ahornsirup folgt der Zitronensaft. Die Reihenfolge ist natürlich egal. Und das wunderbare Olivenöl und unsere kleine überschauliche Gewürzmischung bestehend aus Salz und Chili. Dann verschraube ich das Glas und mische einmal ordentlich durch. Sieht das köstlich aus? Ich finde schon. So, das können wir jetzt erstmal beiseite stellen und jetzt widmen wir uns Frühlingszwiebel und Rhabarber. Der Rhabarber gilt im Ayurvedischen als sauer und aktivierend. Und genau deswegen bereite ich ihn immer ganz gerne mit Wärme und einem guten Öl zu, damit er bekömmlicher und ja, auch harmonischer wird. Jetzt schneiden wir aber den Rhabarber erstmal in ungefähr 0,5 bis 1 cm große Scheibchen und dann widmen wir uns der Frühlingszwiebel. Und was ich immer ganz gerne mache, ich schneide den Rhabarber immer ganz gerne in schräge Stückchen. Ich finde, das sieht einfach hübsch aus. Dann geben wir das Ganze mal in eine Schüssel und widmen uns der Frühlingszwiebel. Ich verwende Frühlingszwiebeln sehr gerne im Salat, weil sie einfach eine unheimliche Frische und eine angenehme Würze mit sich bringen. Dann gebe ich meine Frühlingszwiebel auch in eine Schüssel und beide Komponenten, also sowohl der Rhabarber als auch die Frühlingszwiebel, werden jetzt von mir leicht angebraten. Durch das Anbraten wird der Rhabarber etwas leichter, etwas weicher und auch etwas bekömmlicher. So, dann gebe ich jetzt den Rhabarber hinzu. Den Rhabarber braucht ihr gar nicht so lange anzubraten, weil sonst zerfällt er euch. Habt ihn gut im Auge, aber ich sage jetzt mal so 2 bis 3 Minuten könnt ihr ihn auf jeden Fall anbraten. Dann könnt ihr auch schon die Frühlingszwiebeln hinzugeben. Das Ganze noch mal kurz durchmengen. Dieser Duft, köstlich. Und das ist auch das Großartige an dem Salat, der ist nämlich wirklich schnell zubereitet. Wie ihr seht, ist das jetzt hier fertig und das gebe ich schon mal hier über den Salat. Und in dieselbe Pfanne hüpfen jetzt meine Pekannüsse. Die Pekannüsse röste ich so lange an, bis sie etwas Farbe bekommen. Herrlich. Die Nüsse haben jetzt genau die Färbung, die ich meinte. Ich kann ja euch mal ganz kurz zeigen. Es ist einfach herrlich und ich liebe diesen Geruch von angerösteten Nüssen. Schaut euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Die kommen jetzt auch über unseren Salat. Und bevor wir den Salat jetzt anrichten,
habe ich hier noch einen kleinen Zaungast. Wer den Salat nämlich etwas cremiger möchte oder ja auch eine vielleicht vegetarische Variante des Salats haben möchte, dem empfehle ich Schafskäse. Den Schafskäse einfach über dem Salat zerbröseln und dann fehlt uns jetzt nur noch das wunderbare Dressing. Und das geben wir jetzt einfach über unseren Salat. Köstlich. Jetzt wird angerichtet. Und jetzt geht's ans Probieren. Ich kann nur sagen, diese fruchtige Säure des Rhabarbers hebt diesen Salat wirklich auf ein nächstes Level. Ich glaube, die wenigsten haben Rhabarber schon so gegessen. Probiert es einfach aus. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, eure Mangal. Und ich, ihr kennt's, ich esse weiter.